Der optimale Familienkinderwagen, diesmal mit Tandemachse. Ja, der hat natürlich viel mehr Platz. Und hier ist Jörg. Grüß dich, Jörg. Hallo, grüß dich. Ja, ihr habt einen riesigen Boom bei Fahrzeugen für Familien. Ja, das ist richtig. Und aus diesem Grund müssen wir tatsächlich auch schauen, dass wir in der Produktentwicklung so ziemlich jede Wohnwagengröße mit Kindern, mit Kinderbettfunktion und Kinderaufenthaltsbereich konstruieren und für unsere Endkunden zur Verfügung stellen. Ja, ihr nennt es Serviceklappe, aber das findet immer mehr Einzug. Man kennt es aus den Wohnmobilen. Das heißt, ich habe eine zusätzliche Klappe, kann einladen, unterm Bett kann ich es ausladen einfach. Ganz genau. Und das gibt es schon sehr, sehr lange. Wir haben diese Klappe jetzt mit dem 21er Modell vergrößert. Das heißt, es ist jetzt noch einfacher, Campingstühle, Campingtische und so weiter, ein paar sperrige Möbel und sowas unter das Bett zu verstauen. Man muss nicht in den Wohnwagen hineingehen und Gefahr laufen, dass man dann vielleicht irgendetwas beschädigt. Man kann das ganz smooth von außen einladen. Ja, das Ganze ist wahrscheinlich, Pate stand da, das Thema Wohnmobile, Reisemobile, die ja auch Klappen haben, das sieht man dann. Und warum nicht, oder? Ja, natürlich. Also jede Möglichkeit, die Nutzung eines Wohnwagens oder eines Reisemobils, jede Möglichkeit, das zu vereinfachen, die Nutzung zu vereinfachen, sollte man dann auch wahrnehmen. Ja, ich habe hier vorne 2 Achsen. Dann sagen die Leute, ach, so ein dickes Ding. Interessanterweise fährt er sich fast noch einfacher wie ein Einachser, oder? Das ist richtig. Wenn man den richtig nutzt, wenn man ihn richtig auch ans Zugfahrzeug hängt, ist es der ideale Begleiter, wenn man den hinterm Fahrzeug herzieht, weil er viel laufführiger ist. Ja, ihr baut viele Wohnwagen, ungefähr wie viele im Jahr? Das hängt ein bisschen davon ab, ob wir Corona-Zeit haben oder nicht. Ungefähr würde ich sagen zwischen 9.000 und 12.000 Wohnwagen. Das ist eine sehr, sehr große Spanne, aber in dem Bereich dreht sich das ja. Ja, Knott, ihr baut die Fahrwerke selber? Die Fahrwerke bauen wir selber. Also was heißt die Fahrwerke? Wir bauen das Fahrgestell, das Chassis bauen wir selber. Genau. Okay, stark. Also wir haben eine sehr, sehr hohe Fertigungstiefe, was das betrifft. Auch unser Möbelbau wird zum Großteil von uns selbst hergestellt. Das ist unsere neue Knott-Kupplung, die ist seit diesem Jahr, seit den 21er Modellen, die neue Anti-Schlinger-Kupplung vorhanden. Stark. Ja, ich habe das nur gesehen, dass ihr einer der ganz wenigen seid, die die Fahrgestelle selber bauen. Meistens ist ja Alco, auf die gebaut wird. Das heißt, ihr könnt das komplett anpassen an das, was ihr möchtet. Genau, also wir bekommen natürlich immer noch Teile vom Vorlieferanten, von Zulieferern. Das ist ganz klar. Unsere Achsen zum Beispiel, unsere Bremsanlage, das beziehen wir von Vorlieferanten. Aber das Fahrgestell an sich wird bei uns geschweißt, wird bei uns gestanzt, Feuer verzinkt. Das machen wir alles selber. Ja, ich habe hier unglaublich viel Platz und das Fahrzeug ist etwas länger. Das kommt natürlich dem Innenraum massiv zugute. Auf jeden Fall. Wir haben in diesem Modell unheimlich ein großes Volumen, ein Aufenthaltsvolumen. Also es ist wirklich, im Prinzip kann man hier drin wunderbar leben. Ja, da ist das neue Display. Ich zeige es mal gerade. Denn die Leute möchten ja auch wieder LCD-Displays, das Ganze auch gerne in Farbe. Ganz toll geworden? Es ist wirklich toll geworden. Also wir haben hier unterschiedliche Funktionen. Man sieht, es ist blau hinterlegt, dass es nicht allzu grell ist. Jetzt muss ich kurz schauen, da ist er. Durch das Licht war ich gerade ein bisschen. Genau, also wir können hier alles mit dem Drehrädchen steuern. Wir haben immer noch die gleiche Funktion wie bei dem etwas älteren Display, dass wir hier alles einfach mit den Knöpfen schalten können. Die Lichtfunktion, momentan ist die Messeschaltung aktiviert. Das möchte ich auch so erstmal belassen. Aber wir können ja auch genauso mit dem Drehrädchen alle Funktionen bedienen, Einstellungen. Heizung zum Beispiel? Licht? Licht, ich kann jetzt hier zum Beispiel jedes Licht steuern, WC, Schlafbereich, Kochbereich. Das lässt sich jetzt hier alles steuern. Bustechnik hält ja auch Einzug. Das ist ja so, alles wird ein bisschen einfacher. Ich habe so Softkeys, die kann ich belegen später. Das heißt, ihr seid nicht stehen geblieben. Das heißt, die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Das muss man auch dazu sagen, oder? Es schlafen alle nicht und das ist wichtig. Und das ist auch gut, dass keiner schläft. Denn die Kunden haben natürlich auch berechtigterweise eine Erwartungshaltung an innovative Technik. Wir sind im digitalen Zeitalter in sämtlichen Bereichen angekommen und warum nicht auch im Freizeitbereich. Das bedeutet, dass wir auch unsere Fahrzeuge dementsprechend ausrüsten, ausstatten und dem Kunden somit ein Paket zur Verfügung stellen, ein digitales, was echt viel Spaß macht. Ja, hier ist die Küche. Der Raumschnitt ist sehr, sehr interessant, denn normalerweise würde man jetzt denken, hier ist die Küche, da vorne, ich zeig's mal gerade, da ist der Fernseher, das ist alles soweit noch ganz normal. Daneben ist wahrscheinlich die Toilette, der Nassbereich und da ist dann das Bett. Und dann ist der Wagen zu Ende. Nein, es geht noch weiter. Ganz genau. Und das ist bei diesem Fahrzeug das Interessante und auch das Schöne, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben da noch mal eine räumliche Abtrennung, eine wirklich räumliche Abtrennung zu dem Kinderbett, beziehungsweise zu dem Kinderbereich, ganz genau. Ich habe ein richtiges Kinderzimmer, richtig? Ja, so ein richtig kleines Kinderzimmer, genau. Das ist... Ich finde das immer recht schnucklig, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ich war ja auch mal ein Kind und wenn man dann so seine kleine eigene Höhle hatte, wo man sich dann verkriechen konnte, auch mal eine Tür zumachen konnte, dann fand ich das eigentlich immer ganz toll. Und ich denke mal, das wird sich heute nicht geändert haben. Ja, das ist so. Das heißt, jeder hat seinen eigenen Bereich. Da gibt es sogar einen Kleiderschrank, einen eigenen. Jeder hat sein eigenes Fensterchen. Ich kann zumachen. Das ist auch ganz wichtig, nicht nur für die Eltern, sondern auch für die Kinder. Die wollen ja auch mal ihre Ruhe haben. Das ist so. Ja, so genau so sieht es aus. Das kennt auch jeder aus der Vergangenheit.
Klar lässt man sich auch mal bespaßen, aber man möchte sich dann auch als Kind mal zurückziehen. Wie man sieht, hat man da einen kleinen Tisch, wo man sich gegenüber sitzen kann. Man kann sogar selber dort essen. Das heißt also, man kann auch mal einen Freund einladen, den man irgendwie am Campingplatz kennengelernt hat. Ganz genau, ganz genau. Das ist toll geworden. Also das mit der Leiter, die ist fest? Die ist fest, ja. Ja, das ist, glaube ich, das hier ist ein Grundriss, den reißen euch die Leute aus den Händen, oder? Das heißt beim Kinderzimmer hinten? Ist auf jeden Fall beliebt. Wir haben auch noch den einen oder anderen Grundriss, der einen abgetrennten Kinderbereich hat. Diesen finde ich, wie gesagt, sehr, sehr schön mit dem kleinen Tischchen noch. Gerade wenn jetzt die Kinder ein bisschen kleiner sind, ist die Mami direkt daneben. Das heißt, die kann sich auch mal zum kleinen Kind nach hinten hinlegen. Das würde auch gehen, oder? Das würde auf jeden Fall auch gehen, genau. Also wir haben zwar eine räumliche Trennung, aber die sind ja nicht weg, die Kinder. Das heißt, wenn mal irgendwas ist, ist man auch schnell im Bereich. Ja, das ist übrigens auch schön. Ich habe hier noch mal eine Ablagefläche. Da kann ich was hintun, da kann ich mich auch schminken oder ich kann mich einfach hinsetzen. Truma findet Einsatz hier. Das heißt, ihr habt immer mehr die Technik aus den Wohnmobilen auch jetzt in den Wohnwagen verbaut, aus Platzgründen nehme ich an, oder? Genau, es ist alles wesentlich kompakter. Die vorangegangenen Heizungen waren natürlich auch sehr leistungsstark, aber mit diesen Truma-Geräten, Kombigeräten sind wir natürlich ein Stück weit kompakter und immer noch in der gleichen oder in einer höheren Leistungsfähigkeit der Heizgeräte. Ja, schön ist, ich habe eine ganz große Sitzgruppe und wenn da mal der große Besuch kommt und ich will nicht hier immer aufräumen, dann kann ich einfach zuziehen und dann ist schön aufgeräumt quasi, ja. Das heißt, es schaut mir keiner aufs Bett drauf. Ganz genau, das ist auch wichtig. Wir wollen so viele private Bereiche wie möglich auch im Wohnwagen schaffen. Das ist ein Wohnbereich. Früher war das nicht so, da war das alles einfach offen. Mittlerweile kann man das alles ein bisschen, wie schon gesagt, falls es mal unordentlich ist, falls das Bett nicht gemacht ist. Es muss auch nicht immer jeder aufs Bett gucken. Es reicht, wenn man Freunde und Bekannte einlädt, die sitzen in der Sitzgruppe vorne. Und das zeige ich mal gerade. Da vorne ist auch ein großer Kleiderschrank, der ist da. Patricia, mach mal kurz auf, dass wir mal reingucken können. Denn gerade hängende Sachen, da kann es gar nicht genug geben. Da ist der Kleiderschrank. Und ja, und dann kann man Folgendes machen. Die Patricia setzt sich mal kurz aufs Bett. Und der geht es jetzt nicht so gut. Und dann kann man einfach zumachen. So ist es. Und tschüss. So, und jetzt ist aufgeräumt. Jetzt sieht man nicht mehr dahinter. Ganz genau, es ist aufgeräumt. Es sieht auch nicht so aus, als wäre das jetzt eine dunkle Tür, die dann einfach zugemacht wird. Und das wäre der absolute private Restricted-Bereich, sondern es ist einfach ein freundliches, helles, eine freundliche, helle Zuziehtür. Genau, hier vorne eine Mikrowelle drin. Das ist ja stark. Ist das eine Mikrowelle drin? Das ist eine Mikrowelle, genau. Ja. Also wir haben ja optional die Möglichkeit, unterschiedliche Geräte einzubauen. Ja, aber das ist doch super für Familien, eine Mikrowelle. Das heißt, es geht alles ruckzuck. Auf jeden Fall. Die Mikrowelle ist als Option erhältlich. Wir haben als Option auch einen Backofen, der ist jetzt hier nicht eingebaut. Als Option haben wir auch die Dunstabzugshaube. Das heißt, das ist eine Dunstabzugshaube, die nach draußen entlüftet wird. Das heißt, es bleibt nicht im Innenbereich, geht gefiltert praktisch in die Außenluft. Und dieser riesen Kühlschrank, also den ihr überall mittlerweile verbaut, oder? Ja, das ist einfach wichtig. Die Leute möchten autark sein, zumindest so weit, dass auch nicht draußen, auch selbst wenn sie ein Vorzelt haben, alles stehen muss. Der Kühlschrank ist vom Volumen her so groß, den kann man komplett nutzen für alles, was man braucht. Ja, die Nasszelle auch wichtig, wenn man kleine Kinder hat, die muss ausreichend dimensioniert sein. Hier habe ich große Spiegel, es ist unglaublich hell. Ja, genau, da legen wir auch Wert drauf. Natürlich soll man sich auch im Badezimmer wohlfühlen. Wenn man sich da mal zurecht macht, wie gesagt, in Verbindung mit einer Therme hat man auch warm Wasser. Das heißt, man nutzt diesen Bereich, diesen Nassbereich doch etwas umfangreicher. Und da brauchen wir einfach ein vernünftiges Licht. Man muss sich vernünftig sehen können. Das ist... Und die Toilette, das sind die kleinsten. Meistens wird es ja benutzt fürs Pipi, sage ich jetzt mal, wenn ich am Campingplatz bin, nachts. Da will man nicht nochmal extra rauslaufen. Ja, toll. Ich bin ganz begeistert. Das heißt also, das ist wieder mal ein anderer Schnitt. Man kann sich hier satt sehen. Familienschnitte habt ihr immer mehr, oder? Auf jeden Fall vermehrt. Weil einfach die Anfrage, der Bedarf ist einfach da bei den familientauglichen Fahrzeugen mit Kinderbetten. Das freut uns aber auch sehr. So, ich zeige es mal gerade. Hier vorne ist der Fernseher, den kann ich drehen. All das, was man kennt. Auch die Wertigkeit ist nochmal hervorzuheben. Das heißt, ihr habt alles so jetzt unterschlagen. Da ist nicht einfach nur jetzt ein Haken an der Wand. Nee, ist schön gemacht. Genau, also wir legen selbst Wert darauf, dass die Kleiderhaken an der Wand auch ein bisschen optisch was hermachen. Wir möchten, dass man sich wie zu Hause auch wohlfühlt, dass es nicht einfach nur funktionell aussieht, sondern dass man sagen kann, ja, wir haben hier eine Einrichtung. Sehr schön. Wir gehen mal raus, machen wir Abmoderation. Hier ist er, der Deluxe 650 KFU. KFU steht für? Das KFU steht für Kinderbetten, für ein französisches Bett und für eine U-Sitzgruppe im Bugbereich. Das Ganze kostet 29.001,95 €. Das ist wahrscheinlich der Listenpreis. Messepreise sind hier auf der Messe auszuhandeln, richtig? Messepreise sind hier auf der Messe auszuhandeln, genau. Da geht immer so ein Stück weit was. Das ist natürlich etwas, was man mit unseren Verkäufern besprechen kann und auch sollte. Ja, der Service, ihr seid so aufgestellt, ihr macht ja keinen Direktvertrieb. Das heißt, ihr habt Fachhandelspartner, oder? Ja, Fachhandelspartner, genau, ausreichend. Wir sind international vertreten. In Deutschland natürlich mit ca. 100 Händlern sind wir inzwischen. Allein in Deutschland, da ist... 100 Stück? Ja.
Das heißt, wir sind in allen Regionen vertreten. Das ist überhaupt kein Problem, dort für sich den passenden Vertragspartner zu finden, bei dem man das Fahrzeug dann beziehen oder erwerben kann. Ja, es war ja ein großes Spiel mit der Messe. Vielleicht noch abschließend dazu. Ihr musstet euch vorbereiten. Ihr wusstet vor 4 Wochen noch nicht, findet sie wirklich statt. Ja, ihr habt ziemlich gebangt, oder? Wir haben wirklich ziemlich gebangt. Man muss sich vorstellen, der Caravansalon in Düsseldorf wird ab April im Prinzip vorbereitet. Es wusste in diesem Jahr natürlich niemand, wo geht die Reise hin. Bis vor 4 Wochen, wie du schon sagst, das wussten wir ja nicht mal, ob er überhaupt stattfindet. Es kam ja jeden Tag eine neue Information. Somit mussten wir unheimlich flexibel und schnell reagieren können. Es hat aber wunderbar geklappt. Also ich bin wirklich stolz auf unser Unternehmen, wie toll und souverän das hier aufgebaut wurde. Ganz ehrlich. Man sieht es auch hier vorne, ideal für Paare. Da oben drauf ist ein etwas älteres Pärchen. Natürlich Stockfotos, das perfekte Paar. Aber das zieht doch, so ein kleiner Wohnwagen zieht die Leute doch an. Magisch, oder? Das heißt, die wollen es gar nicht so riesig, wenn man es nicht will, oder? Auf jeden Fall. Also der Trend geht auch wieder absolut zu den Reisemobilen. Also zu den Reisemobilen, was die Wohnmobile betrifft, sondern zu den Reisewohnwagen. Weil sie einfach kompakt sind, sie sind leicht. Es ist natürlich auch was anderes, wenn man die hinterm Zugfahrzeug herzieht. Die Straßen werden immer enger durch die vielen Baustellen. Und trotzdem bieten diese Wohnwagen alles, was man fürs Reisen und fürs Leben da drin benötigt. So, ich schau mal kurz rein. Das ist sehr, sehr heimelig. Hier habe ich ein Bett drin, ein großes Bett. Ich habe eine große Küche mit drin. Du hast es eben schon erwähnt. Mit eurem Wohnwagen kann man alles machen. Man kann dann kochen, man kann auf Toilette gehen, man kann sich fertig machen, auch auf kleinstem Raum. Ganz genau. Das ist der Sinn und Zweck. Da geben wir uns auch nicht nur die Mühe, das haben wir bis jetzt immer geschafft, das zu gewährleisten. Man sieht es auch hier in dem Innenraum. Wir haben eine wunderbare Sitzecke. Für 2 Leute, selbst für 3 Leute ist es absolut ideal. Der Innenbereich ist immer noch recht üppig, also man kann sich bewegen. Wir haben wieder eine vollwertige Toilette, wir haben ein schönes Bett, ein Querbett da vorne eingebaut. Stark. Und eine riesige Küche, das ist ja Wahnsinn. Das heißt, ihr habt es geschafft, in so einem kleinen Fahrzeug, ich meine, es sind immer noch 4 Meter Länge, eine Küche reinzumachen, die wirklich so toll ist, dass man was abstellen kann. Ganz genau, und da sieht man hier ganz deutlich, es ist, ich will nicht sagen, eine unserer größten Küchen, aber dafür, dass es ein relativ kompaktes Fahrzeug ist. Wir haben hier eine tolle Ablage und Arbeitsfläche. Wir haben hier unsere Spüle immer noch. Wir haben hier praktisch wieder dieses Kombigerät mit unserem 3-Flammen-Kocher, genau, dazu gekommen. Stark. Ja, das ist Hobby auf dem Caravansalon 2020. Ja, das hier sind die 2021er Modelle, korrekt? Das sind die 2021er Modelle, ganz korrekt. Ja. Ihr seid sehr behutsam, was den Modellwechsel angeht. Modellpflege bei euch ist nicht bum-bum, sondern Stück für Stück, oder? Das ist tatsächlich so. Darauf legen wir auch großen Wert. Das hat den Hintergrund, es hat ja auch Vorteile. Man sieht dann, wenn wir Modelle, ich sag mal, vom grundsätzlichen Grundriss, von der grundsätzlichen Gestaltung her mehrere Jahre vermarkten, spricht es ja für das Modell. Und somit können wir auch sagen, dass das Modell grundsätzlich ausgereift ist. Und wenn wir Stück für Stück kleinere Innovationen in das Layout, sei es die Außenfarbe oder im Möbelbau oder in den Details, im eigentlichen Grundriss, wenn wir das Stück für Stück machen, dann machen wir zwar kleinere Schritte, aber die sind immer nachhaltig und erprobt. Das so, Jörg, du bist ein gefragter Mann. Wir gehen nochmal ganz schnell raus, machen die Abmoderation und ich erkläre gerade nochmal den Leuten, jetzt wo wir ihn gezeigt haben, diesen kurzen Wohnwagen, er heißt Deluxe 440 SF, kostet so wie hier steht 20.203 €. Aber am besten mal zum Fachhändler gehen. Er hat gesagt, da ist immer noch ein bisschen was drin. Und ja, ein kurzes Fahrzeug mit einer Gesamtlänge von 4,90 Meter im Aufbau und 6 Meter und 14 gesamt über Deichsel. Ja, vielen Dank, Jörg. 2020. Ich denke, dass 2021 keiner weiß, wie es weitergeht, oder? Aber eins weiß man, das Thema Camping boomt, oder? Das wissen wir ganz genau, das Thema Camping boomt. Wir sind da guter Dinge, dass es weiterhin boomt, denn es macht ja auch Riesenspaß. Das ist ganz, ganz sicher. Wir werden sehen, was der nächste Caravansalon mit sich bringt. Wir sind natürlich in einer Situation, da können wir das noch nicht ganz abschätzen, aber wir sind guter Dinge. Mensch, das ist wirklich ein absoluter Hammerwagen. Der Carbe Royal 780 BGXL KS. Jetzt mal eine Rundtour. Ja, von außen relativ unscheinbar, aber diese Fahrzeuge sind entwickelt, um mit allen Temperaturen klarzukommen. Sie kommen aus Schweden und können also bis knapp minus 50 Grad und das gleiche, glaube ich, auch im positiven Bereich bis plus 50 Grad, sind super isoliert und haben eine Qualität, der auch diesen Preis rechtfertigt, denn das Fahrzeug kostet knapp 62.000 € als Tandemachser. Ja, das ist allein die Aufbautür an der Seite. Das ist also ja, Kunst pur. Wir werden es euch heute mal zeigen. Der Royal 780 BGXL KS.
Ja, hängt am Strom. Das hat viele Vorteile. Wir können also auch mal euch mal zeigen, wie die ganze Technik funktioniert. Das ist ein 219er jetzt mal, 73.275 €, zurzeit im Sonderpreis 61.990. Also wenn Sie Lust haben, das Fahrzeug zu erwerben, da können Sie auch beim 219er, der ist ja neu, nichts falsch machen. Ja, Tandemachser, wie man sieht, Stockbetten sind mit drin, das kann man auch schon leicht erkennen. Die typische Carbe Designsprache, hinten ist die Toilette. So viel kann ich schon sagen. Das ist dann das Heck. Sieht so aus. Kurz mal hier in Sulzemoos den Baum mal weggeschoben. Aber das Spannende ist eigentlich innen. Ich meine von außen, ja Mensch, da sagt man dann auch, ja, das sind jetzt hier 62.000 €. Aber das muss man gesehen haben. Also jeder, der mal drin war, der ist so geflasht von der Verarbeitungsqualität, die Carbe bietet. Also das ist schon wirklich was ganz Außergewöhnliches. Ja, hier vorne direkt am Eingang habe ich dann mein Fach mit drin für Schuhe. Dann habe ich auch eine Technik wie ein Wohnmobil. Wenn ich reinkomme, es fühlt sich schon an wie in einer richtigen Apartmentwohnung. Natürlich habe ich hier eine Optik wie in einem hochwertigen Haus mit Stereoanlage, integrierten Lautsprechern. Hier klappert auch nichts. Gut, jetzt ist mir ja Wärmetransport im Wohnwagen nicht drin, aber ich habe mit Carbe gesprochen, haben viele Carbe-Videos gemacht. Die Leute sind total geflasht von der Verarbeitungsqualität von den Fahrzeugen. Ja, großes Display von Dometic. Da kann ich dann alles mit steuern, unter anderem die ganze Haushaltstechnik. Kann ich das Licht zentral an- und ausmachen, die Sachen überwachen. Und ganz viel ablesen wie Füllstände, wie ist das Wasser, wie ist die Temperatur und so weiter. Kann auch die Heizung mitsteuern. Also all das geht hier rüber. Natürlich ist das Fahrzeug hier autark. Hier sieht man die Sitzgruppen, wie schön das auch gemacht ist hier in der Ecke. Da will man sich schon richtig reinlümmeln. Also es ist gedacht für eine große Familie und die braucht natürlich auch Platz, um etwas zu essen. Und den Platz habe ich hier in der Hecksitzgruppe. Es fühlt sich schon warm an hier drin. Ja, hier habe ich einen großen Herd. Dafür ist Carbe bekannt, dass die ganze Optik aussieht wie zu Hause, also wie im festen Haus mit einem 4-Flammen-Kochfeld. Und das sieht wirklich aus wie zu Hause. Dann einen Backofen mit drin. Mit Pizzafach. Cool. Hier vorne habe ich dann noch einen richtigen Backofen. Und hier ist dann noch eine Öffnung drin. Da kann ich dann noch das ganze Geschirr und Töpfe und so weiter reinbringen. Hier habe ich eine zentrale Verriegelung. Das heißt, ist die denn zu, kann ich hier oben verriegeln. Ansonsten kann ich es öffnen. Hier habe ich dann nochmal ein Arbeitsbrett. Das kann ich einfach ausziehen. Auch das ist verriegelt. Und dann hier all meine Schubladen. Das Mülltrennsystem. Eben Carbe. Auf der linken Seite das gleiche. Die gehen sogar zu, wenn sie unbeladen sind. Das Spülbecken. Dann die Hintergrundbeleuchtung. Optik ist ein großes Thema. Ich guck mal gerade. Da sind noch mehr Lampen. Dunstabzugshaube ist mit drin. Die ist hier unten drunter. Ganz viele Lampen hier. Und ja, eine tolle Optik für eine Küche. Ich gehe mal gerade ganz raus, dann kriegt man sie vielleicht komplett mal drauf. Dass wir einfach mal sehen, wie die Küche aussieht. Jetzt hier in dem Licht. Ach, sieht in echt, sieht es noch viel cooler aus. Ja, ein ganz großes Heki ist oben drüber. Und natürlich noch ein ganz großes Licht ist auch hier mit drin. Ich gucke mal gerade, ob ich das aktiviert kriege. Ja, Ambiente-Licht mal angefahren.
Und hier sieht man, das ist dann das Deckenlicht, was man also zusätzlich nochmal hochfahren kann. Das Ganze geht über eine Touch-Steuerung, das zeige ich euch mal gerade. Also hier oben habe ich dann Tasten. Kann ich dann jeweils den Zustand einstellen, wie hell ich es denn haben möchte, und demnach ändert sich dann die Einstellung. Interessant. Mal gucken, was es sonst noch gibt. Gut, also 15,5 Grad sind gerade hier drin. Hier habe ich dann nochmal ein Soundsystem von Kenwood, eine Fernsteuerung mit dabei. Hier kann ich dann die Lautstärke dann nochmal bestimmen vom Soundsystem. Und hier wäre dann der Fernseher montiert. Der ist jetzt noch nicht montiert, aber wie im Wohnmobil auf der Seite. Ich habe eine unglaubliche Breite, das merkt man richtig. Also ein unglaubliches Raumgefühl. Wenn ich jetzt mal gerade hier rüber schwenke, wir sind ja im Wohnmobil, wir sitzen uns gegenüber und klar, 2,50 Meter, das merkt man. Hier ist eine Alarmanlage mit eingebaut, mit Bewegungsmelder hinten in der Ecke, wie zu Hause. Und ja, jede Menge Platz, das gucken wir uns gleich mal an. Erster Schrank, linke Seite. Viel Platz. Drüber der nächste Schrank. Diesmal für Jacken und Co. Klar, wenn ich Familie habe und bin im Winter, muss ich dann auch mal raus. Der von beiden Seiten natürlich zu öffnende Kühlschrank. Diesmal mit einem Inlay in gebürsteten Aluminium. Auch ganz schick. Mit Gefrierfach. Der übrigens von beiden Seiten auch zu öffnen ist, sodass ich also auch vom Schlafbereich rankomme. Dann hier meine Doppelsitzgruppe. Also ich habe einmal natürlich hier meinen Essbereich, Wohn-Essbereich, Fernsehguckbereich, und dann habe ich noch mal zusätzlich eine große Kinderecke. Die ist hier. Da könnte ich also frühstücken oder spielen, getrennt natürlich, und kann hier einfach zuziehen und habe dann diesen kompletten Bereich abgetrennt. Und man sieht, wie viele Türen ich schon kaputt gesehen habe in den Ausstellungsmobilen. So ist natürlich hier so diese Falltür, die werden sich schon was dabei gedacht haben, dass sie genau das verwendet haben. Wahrscheinlich haben sie es schon 10.000 Mal auf und zu gemacht. Ja, da oben, da würde ich jetzt gerne schlafen. Länge ca. 2 Meter, könnte auch ein Erwachsener drin schlafen. Gut, die Breite, das dürften so 60, 70 Zentimeter sein maximal. Drunten habe ich dann noch ein Bett, also ein Stockbett, 2 Stück übereinander. Hier unten geht es dann nach hinten ein bisschen breiter zur Sache, und ich habe eine süße Leiter. Hier kann ich dann aufsteigen. Also wenn ich Kind wäre, ich wüsste schon, wo ich schlafe, nämlich oben. Ist ja klar. Hier kann ich mich dann auch vereinzeln. Habe ich einen Vorhang mit drin, und so habe ich dann 2 Stockbetten übereinander. Ja, wenn die Kids schlafen, also hier kann man dann auch spielen. Hier kann man bestimmt auch das umbauen zu einem weiteren Bett. Und hier ist dann das Elternschlafzimmer und das Bad. Und das erinnert einen schon so ein bisschen. Ich mache mal das Licht aus, dann wird das Ambiente auch wirklich spürbar. Denn ich habe hier so ein Ambiente wie in einem Hotelzimmer. Das ist wirklich so. Es riecht alles nach Holz, also gar nicht nach Kunststoff, nichts. Also richtig so wie in der Sauna riecht es. Das ist mir aber schon auf dem Caravansalon aufgefallen, dass alles von Kabe so riecht wie in der Sauna. Also es ist so, alles riecht irgendwie nach echtem Holz. So, alles Pushlock mit Gasdruckfedern. Macht auf jeden Fall einen sehr angenehmen Eindruck. Ja, ich habe das Lichtsystem, kann ich im ganzen Fahrzeug per Bussystem steuern. Das heißt also, ich habe hier die Möglichkeit auch zu dimmen und Lampen auch zu- und abzuschalten. Und auch das Radio zu steuern oder halt wie hier das Licht ein- und auszuschalten. Ja, Kleiderschrank darf nicht fehlen. Der
unvorstellbar groß. Hat so eine Abtropfschale mit dabei für Schuhe, die ich dann draufstellen kann. Und natürlich das Thema Heizung, alles ist beheizt. Und die Heizung ist hier. Eine alte Heizung mit drin, eine Kompakt 3020, also das, was man in den großen Wohnmobilen findet, wie bei Morelo. Und die arbeitet dann mit warmem Wasser und nicht mit Luft. Und das ist schon ganz komfortabel. Ich habe also keine Staubaufwirbelung. Ich habe eine unglaublich tolle Hitze hier drin, Wärme. Und das Fahrzeug ist auch enorm isoliert, das weiß ich. So, mal gerade hier mal anmachen. Hier der Handtuchhalter aus Edelstahl. Sonst mal mit so einer Edelstahl-Optik mit drin. Gleich zweifach. Auch hier wieder dieser Geruch. Hier habe ich denn einen Kleiderschrank und eine große Dusche mit drin, die dann über einen Duschvorhang, hier oben ist es, der wird dann eingehangen, der ist jetzt nicht montiert, wird dann die Dusche getrennt und da kann ich mich reinstellen und richtig duschen. Hier in der Mitte. Wenn sowas nass wird, ist der Toilettendeckel, aber das kann man dann verschmerzen. Jetzt wird es wieder Leute geben, die sagen, naja, 60.000 Euro, keine getrennte Dusche, aber wir haben ja hier 2 Stockbetten mit drin. Wir haben einen extra Essbereich und Spielbereich für die Kinder. Ich denke mir, das gibt es in vielen Wohnwagen auch nicht. Also, dass man den komplett abtrennen kann, sodass man sich ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Eine große Toilette mit drin. Und wenn wir mal ehrlich sind, also wenn man mit Kindern Urlaub fährt, dann weiß man, worauf man sich einlässt. Also, dass man da seine Ruhe hat permanent, das kannst du aber glauben. Das wird nicht so sein. Aber trotzdem, hier kann ich dann hier zumachen. Hier habe ich meine, ich gehe mal kurz rein und mache dann wie im Flugzeug, kann ich dann zumachen und dann habe ich jetzt ein bisschen Privatsphäre, denn die Mädels und Jungs sind ja gleich nebenan. Hier ist die Sitzgruppe. Auch überall hier habe ich meine Staufächer mit Gasdruckfedern. Es ist schon, ja, es fühlt sich so gut an, geht automatisch hoch. Also man hat schon das Gefühl, das kannst du hier irgendwie 5000 Mal öffnen. Ja, und die Stockbetten, die ich persönlich natürlich ganz toll finde. Also als Kind so mit einem Geschwisterchen oder Freund oder Cousine einfach mal oben drüber zu schlafen, das ist natürlich eine ganz tolle Sache. So, hier links oben drüber noch viele Schränke. Gut, es ist natürlich auch eine Länge. Das muss man schon sagen. Also ich gehe gleich mal auf die technischen Daten ein, aber dafür habe ich natürlich Platz pur und ich selber habe einen 9 Meter Wohnwagen, den habe ich gefahren, der ist jetzt gerade in Niederoberstein und wird da verkauft, aber das ist gar nicht so schwer. Also gerade wenn es ein Doppelachser ist, der liegt doch recht gut wie so ein Brett auf der Straße. Das Einzige, was man machen muss, ist natürlich das richtige Zugfahrzeug auswählen. Und da habe ich einen T6 und da muss man sagen, wenn der den zieht, man hat gar nicht das Gefühl, dass überhaupt ein Wohnwagen dranhängt. Ja, krass. Richtig großes Schiff, der Royal 780 BGXL. Und hier steht da Länge 9,37 Meter, die Breite 2,50 Meter und die Höhe sind 2,64 Meter. Das ist der Grundriss. Ja, tolles Fahrzeug, 61.990 Euro. Und wir drehen heute in Sulzemoos bei der Freistaat. Was für ein phänomenaler Wohnwagen. Ja, der Exciting 560 Family von Hyma mit Glattblech, einem ganz neuen Design und einem Innenraum mit Stockbetten. Und ja, richtig viel Platz für eine ganze Familie. Und kein Spielzeug, sondern GFK hinten. Also man hatte einen richtig tollen Wohnwagen für moderates Geld mit viel Platz und einer ganz tollen Küche. Den werde ich euch heute mal zeigen. Das ist ja von außen. Und das Fahrzeug ist komplett
wie es hier steht, mit so einem, ich sag mal, einer grauen Farbe. Es ist nicht weiß, sondern so ein ganz, ganz leichtes Grau mit drin. Und hat unglaublich viele Features, wie zum Beispiel der Möglichkeit, dass ich in den Stockbetten natürlich auch Fahrräder und so weiter einladen kann. Also ganz, ganz viele Extras mit drin. Leichtmetallfelgen sind mit dabei. Fahrzeugpreis ungefähr 27.000 €, wie hier steht. Der Family Exciting mit einem Alco-Fahrwerk mit drin. Und ein paar technische Features werde ich euch dann nochmal sagen. Aber das Wichtigste ist natürlich im Innenraum drin, denn die Ausstattung ist absolut sehenswert. Müsst ihr euch mal anschauen. Hier ist er. Hymer Exciting 560 Family. Geht los bei 23.990. Hier steht 27.550 €. Und Eribar Exciting 560. Die Gesamtlänge hier sind 8,12 Meter, Aufbaulänge sind 6,79 Meter und die Breite 2,50 Meter, Innenbreite 2,38 Meter. Und ja, was wichtig ist, die Stehhöhe im Wohnbereich ist 1,95 Meter. Das heißt, man kann also ruhig auch groß gebaut sein und hat viel Platz. So, wir gucken uns das mal an. Hier steht ein Hockerchen. Kriegt man hier uns auch im Freistaat. Die haben einen ganz großen Einkaufsmarkt. Hier ist ein Papierkorb mit dabei. Eine Leuchte ist hier außen. Und ich habe schon mal zugemacht. Hier dahinter verbirgen sich die Stockbetten. Hier an der Seite sind dann 2 Kleiderhaken. Und man hat also in dem Fahrzeug wirklich unvorstellbar viel Platz. Also liebe Wohnmobilleute, wenn ihr das hier seht, da werdet ihr neidisch. Denn so viel Platz habt ihr im Wohnmobil lange nicht. Also der Wohnwagen ist tot, es lebe der Wohnwagen. Und ja, richtig viel Platz. Hier ist die Tür übrigens, hier kann man den durchladen. Das Ganze kann man dann hochklappen und hat dann diesen kompletten Bereich hier als Ladefläche mit dabei. Und kann also wie beim Wohnmobil einfach hier hinten einladen. 2 Stockbetten mit 2 Meter Länge. Und hier können also auch Erwachsene drin schlafen, aber prädestiniert natürlich für Kinder. Vielleicht hier unten ein Erwachsener, ein Kind oder ein größeres Kind. Und unvorstellbar viele Kleiderschränke. Das also spricht wirklich vieles für einen Wohnwagen. Also wenn ich hier jetzt mal länger Urlaub mache, dann habe ich hier einen Innenraum, der ist wirklich phänomenal. Ich zeige euch gleich mal die Rundsitzgruppe. Auch da kann man sich im Wohnmobil eine Scheibe abschneiden. Also man hat überhaupt keine Platzangst mit drin und ich behaupte mal, also das hier geht schon im Wohnmobilbereich in die absolute Oberklasse rein, was die Größenverhältnisse angeht und das Thema Küche und Co. Also das ist ja mein Kleiderschrank, oder? Hier oben haben wir den 12 Volt Umwandler mit drin, das Ganze auf Wunsch auch mit Autarkie-Paket, die Truma Heizung ist hier mit drin, eine Luftheizung und ja, wirklich ein tolles Fahrzeug, was wir uns gleich mal angucken können mit Heckbad. Also ein wirklich platzsparendes Bad, was dann nicht an der Seite sehr aufbaut. Da hat man also eine Symbiose gemacht aus Wohnmobil und Wohnwagen. Das Ganze gucken wir uns gleich mal an. Auch hier kann ich natürlich diesen Tisch hier absenken und kann das Ganze nochmal umbauen zum Schlafbereich, wenn ich es dann brauche. Aber wenn ich es nicht brauche, habe ich einen ganz tollen Sitzbereich für eine ganze Familie hier mit drin. So, und dann ist hier natürlich nochmal eine Erweiterung mit drin. Die kann ich hochklappen. Mal kurz mal andeuten. Also die erweitert mir die Fläche nochmal. Hier ist die Aufbautür mit drin. Und hier habe ich so ein paar Anzeigen mit drin, wie zum Beispiel Frischwasser, Tank, Stand und. Und jetzt kommen wir schon mal zum Wichtigsten. Das ist hier natürlich eine ganz andere Chose. Hier habe ich viel Platz. Hier habe ich einen riesen Kochfeld. Ich habe eine ganz tolle Küche. Ich habe diese tolle Kombination aus diesem Holz. Und das macht das Fahrzeug wirklich also unglaublich groß. Das sieht man also hier. Hier nochmal eine Spüle mit drin. Ganz große Schubladen. Sehr einladend. Hier nochmal übrigens der Blick aufs Stockbett von etwas weiter weg. Dass man auch mal sieht, also wie schön das hier ist mit dem Grau, die Integration. Graue Polster hier mit drin, also recht zeitlos und komplette Schränke. Hier nochmal Schrank rein. Ich mache mal so einen Schrank auf. Großes Heki in der Mitte drin.
Und Schränke über der Küche natürlich für Teller und Co., was auch immer ich da reinmachen möchte. Und da von den Schubladen habe ich direkt mal 3 Stück. Also da habe ich unvorstellbar viel Platz. Wir können ja mal gerade die zweite aufmachen, dass wir das Ganze mal sehen. Also hier Auszüge, Platz ohne Ende. Gut, 8 Meter, davon 6 Meter und ich glaube 70 waren es, reine Aufbauhöhe. Das lässt natürlich viel Platz für Einbauten. Kühlschrank, der große Tedford mit drin, fast so groß wie ich. Oben sogar schon ein bisschen größer, gut, der steht nicht ganz am Boden. Und hier habe ich dann den Bereich für die Eltern. Hier kann ich den auch zumachen. Hier ist dann an der Seite nochmal eine Möglichkeit der Vereinzelung. Hier einfach schließen, magnetisch wird dann geschlossen. Und dann kann auch einer mal auf Toilette gehen, ohne dass irgendjemand den anderen stört. Und kann beide Räume dann abschließen, optisch. Akustisch macht das auch ein bisschen was aus. Hier wäre dann der Platz für ein Fernsehgerät, wenn man den eins haben möchte. Wird immer seltener gefragt, weil ja doch mit Tablets und PCs und so weiter gearbeitet wird. Und hier ein großes Bett. Das lässt sich natürlich hochklappen. Hier habe ich dann nochmal Stauraum hier drunter. Hier habe ich dann nochmal einen Fernsehanschluss. Und habe hier eine TV-Vorbereitung hinten, die ist schon gleich mit drin. Und hier habe ich dann mein klappbares Bett mit Gasdruckfedern und den ganzen Stauraum hier drunter, den kann ich dann nochmal zusätzlich nutzen. Also da habe ich wirklich unvorstellbar viel Platz. Also kann man nur mal reinschauen. Ja, Heckbad, ganz tiefe Schränke hier drin. Also die sind wirklich unvorstellbar tief. Kannst also hier nochmal sehen, die gehen über die komplette Tiefe hier von dem Oberbau und auch hier diese neuen Schienen von Dometic mit eingebaut. Mit diesen tollen Lampen, die hier drin sind. Und die kann ich natürlich dann auch in der Richtung verschieben und. Ja, kommen wir mal zum Bad. Also der Waschbereich ist hier. Deswegen ist der auch abtrennbar. Und hier habe ich ein ganz großes Spiegelbad. Kann also vom Schlafzimmer direkt ins Bad reinlaufen. Ein offenes Bad und habe die Toilette dann nochmal getrennt. Hierbei, ich zeige euch mal gerade, das ist der Waschtisch mit drin. Und hier habe ich also richtig viel Platz. Einen großen Schrank hier drunter. Kriege ich also viel rein. Und habe dann hier nochmal Ablageflächen. Also da kann sich wirklich keiner beschweren. Und hier ist der Duschbereich mit Toilette. Guck mal, hier so Kleinigkeiten, wie hier so ein toller Halter hier für die Wäsche. Wenn die trocknen möchte, Handtücher, Duschvorhang mit dabei. Und ja, viel Platz, also auch für große Menschen. Toller Wohnwagen. Also gefällt mir richtig gut. Und mal was ganz anderes, auch optisch draußen. Also wenn man damit auf dem Campingplatz ist so nicht so das, ja, ein bisschen anders, sage ich mal so. Große Küche mit dabei, also sehr haushaltsmäßig von der Optik her, von den Farben her, ganz eingängig. Cool. So, das wollte ich euch eigentlich mal zeigen. Normal mache ich ja oder keine nicht, aber wenig Wohnwagen im Moment, weil die Nachfrage ist ja nach Wohnmobilen auch noch extrem. Der Exciting 560 Family von Eribar und hier sieht man also, er hat eine Achse, eine Monoachse mit drin. Und eine Gesamtlänge von 8,12 Meter. Und Leergewicht sind 1482 Kilogramm und die Höchstzuladung sind, ja, je nachdem wie man ihn zulässt, bis zu 438 Kilogramm. Das wäre dann die Variante mit 2 Tonnen Gesamtgewicht. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, lasst uns, wenn ihr wollt, kostenlos ein Abo da. Würde ich mich sehr freuen. Und dann werdet ihr auch kostenlos informiert, wenn ihr die Glocke anmacht, über die neuesten Videos, die wir dann veröffentlichen. Liebe Fernsehzuschauer, auf dem YouTube-Kanal German Television findet ihr auch alle Videos rund um das Thema Technik nochmal wieder. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch da hingehen und euch das Ganze anschauen. 2020, der Caravan-Salon. Ja, hier steht ja der Rossini Finest Edition und hier ist Patricia. Ich grüße Sie, Patricia. Hallo Sven. Ja, der ist wunderschön, der Wagen. Er ist für eine ganze Familie. Ja, ist doch optimal, oder?
Ja, wir gehen gleich mal rein, schauen uns das Ganze an. Du hast jetzt viel gesehen, voll integrierte Teile, integrierte Alkoven. Jetzt sind wir mal wieder in der Wohnwagenabteilung bei Tabat. Ja. Wohnwagen, ja, da braucht man auch den richtigen Führerschein zu, den hast du jetzt noch nicht. Aber wir werden sehen, was man dafür braucht. Und an Bord ist die Sabrina. Ich grüße dich ganz herzlich. Hi Sven. Ja, du bist von AMC Schmidt. Ihr seid einer der größten Tabathändler Europas. Ja, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Das ist ein Doppelachser. Und Doppelachser haben welchen Vorteil? Ja, sie liegen ganz anders auf der Straße. Man hat viel ganz Möglichkeiten im Innenraum eine Größe zu erreichen und so weiter und so fort. Aber schaut es euch an. Ja, ganz wichtig ist zum Beispiel, wenn ein Schlagloch kommt, das habe ich also auch, ich habe ja selber einen Doppelachser, ja, man merkt es gar nicht, weil ein Rad immer den Boden berührt. Korrekt. Also gar nicht, stimmt jetzt nicht, aber es ist wesentlich abgemildert. Das Starke ist, man sieht es hier schon so ein bisschen an den Luken, das ist ein rollendes Kinderzimmer. Das ist ein rollendes Kinderzimmer für 2 bis 3 Kinder. Das ist komplett da und die Heckleuchten-DNA, das 2020 Multi-LED-Rückleuchte. Ist das so wie beim Audi, dass das denn beim Blinken auch so von links nach rechts geht? Frag mal so. Ah, das musst du dir echt anschauen. Jetzt ist er natürlich im Standmodus. Ja, hinten ist sehr, sehr aufgeräumt. Das ist jetzt glatt, richtig? Das ist jetzt glatt. So, hier vorne sieht man, das ist so ein Detail. Erklär mir mal, was wir da sehen. Das Tabat-durchlüftete Dach ist das. Das ist besonders gedämmt, kann man das sagen? Das heißt, das Thema Wärmeisolierung ist ein Thema und... Das ist bei Tabat-Fahrzeugen generell der Fall, jawohl. Wie funktioniert das ganz genau? Wie ist das aufgebaut, das Dach? Doppelt und dementsprechend durch Hinterlüftung. Hier geht die Luft rein, zirkuliert. Das ist ein Dach, das dementsprechend auch, wenn es regnet, eine gewisse Dämmung hat. Man hört nicht einmal alles. Ah, okay, das ist nicht direkt drauf. Also wie das mal früher war, dass man also alles gehört hat beim Regen. Man konnte sich gar nicht mehr unterhalten. Das ist nicht mehr so der Fall, richtig? Bei dem schönen Blechdach, jawohl. So, ich zeige mal gerade was. Das Dach ist tatsächlich aus GFK. Man sieht die Fasern so ein bisschen. Stimmt das? Richtig. Das ist auch... Und an der Seite Glattblech. Ja, Das ist eine Option. Ist eine Option, Glattblech. Das heißt, man kriegt ihn nochmal mit Riffel. Riffel ist sogar noch ein bisschen widerstandsfähiger. Stimmt das? Dieses Hammerschlagblech, ja. Ja, das Hammerschlagblech. Ich habe Riffelblech gesagt, so, man mag es mir verzeihen. Ja, da unten, da ist wahrscheinlich die Toilette. Jawohl, muss man ja auch haben. Ist sie auf? Schauen wir nach. Ja, Tatsächlich ist jemand drin. die ist jetzt geöffnet. Das ist jetzt eine Chemietoilette. Das heißt, wenn du mir mal kurz erklärst, für jemand, der noch nie sowas bedient hat. Genau. Da hast du hier deinen Fäkalientank. Den nimmst du raus. Und dann kann der normale Camper morgens schön spazieren gehen, was der Camper morgens so macht. Und jetzt die entsprechende Entsorgung, die darf natürlich nur in dafür vorgesehene Behälter geschehen, richtig? Korrekt. Das sind sogenannte Chemieentsorgungstoiletten auf den Campingplätzen und so weiter und so fort. Da kannst du deine Toilette dann entleeren. Ups, jetzt fällt es runter. Ja, ist nicht so schlimm. Das Ganze ist mittlerweile auf Rollen. Man musste sie früher noch tragen. Das war bei mir der Fall. Ja, da vorne sieht man es. Und es ist auch so gemacht, dass man es also nochmal auswischen kann mit allem drum und dran. So sieht es aus. Ja, das ist das Fahrzeug. Wir schauen uns das nochmal an und gehen jetzt mal kurz rein. Der Rossini in der Finest Edition. Was heißt denn Finest Edition? Finest Edition ist viel schon inkludiert, wie du das eben auch schon erwähnt hast. Zum Beispiel Seitenwände in Glattblech, 17 Zoll Leichtmetallräder, beleuchtete Markisenleiste. Ja, viel Interieur schon mit reingepackt in die Finest Edition. Des Weiteren können wir uns das mal auf einem Portfolio hier in der Messe anschauen, was da so alles drin ist und welche Preisersparnis man hat. So, ich zeige das mal gerade. Auf der Messe kann man kaufen, richtig? Korrekt, da kann man kaufen. Das ist eine richtige Kaufmesse. Also viele wissen das nicht. Ihr stellt nicht nur aus, sondern man kann kaufen. Hier sieht man also das Fahrzeug, wie es jetzt hier ausgestellt ist, 34.000 €. Am besten, wir gehen mal rein, gucken uns das Ganze mal an. Bevor wir das tun, man hat hier sogar noch die Möglichkeit von außen. Und ich habe gehört, wenn das nicht möglich ist, ihr könnt das sogar nachrüsten bei AMC Schmidt, richtig? Bei einigen kann man das auf jeden Fall nachrüsten, genau. Das ist schon eine unheimliche Erleichterung für Tische, Stühle und diverses dann noch mitzutragen. Okay, das heißt, ich trage es nicht rein. Ich bin jetzt hier unterm Bett. Du bist unterm Bett, jawohl. Da sieht man auch die Truma, die direkt da ist. Das Bett kann ich nochmal hochklappen. Ja, wir schauen uns das gleich mal an. Hier vorne ist der Kasten. Das ist das, was man kennt. Stützrad mit Radlastanzeige. Das ist auch was Neues. Werden wir uns gleich mal anschauen. Anzeige, jawohl. In dem Moment müssen wir jetzt hier ein bisschen aufpassen. Einmal ein Flaschenkasten, schon aus Metall. Ist da schon so eine Umschaltereinrichtung dabei? Der hat jetzt dementsprechend die Mono- bzw. Duo-Control. Mono für eine Gasflasche, Duo für 2.
Umschalten mit eingebautem Crashsensor, Gasbetrieb während der Fahrt in Deutschland möglich, in anderen Ländern bitte nachfragen. So ist das. Hier vorne ist die Stützlastanzeige. Die habe ich so auch noch nicht gesehen. Ist die sehr neu oder gibt es sie schon länger? Die haben wir jetzt schon ein bisschen länger. Ja, das heißt, ich kann ablesen, wie stark die Stützlast ist. Korrekt, genau. Maßgebend, damit du auch siehst, welche Anhängelast in dem Moment auch auf deine Anhängerkupplung ja wirkt. Klär mich mal auf. Das Thema Fahrgestell. Es gibt es ja in verschiedenen Möglichkeiten, wie man das, wie man Zuladung hat. Also das maximale Gesamtgewicht. Ja. Wie funktioniert das? Genau, also man sollte dann dementsprechend sich bewusst sein und mal in seinen Schein reinschauen und dann 01, 02, was man im Auto oder am Auto anhängen darf. Ja, die zulässige Gesamtmasse, und demnach sucht man sein Fahrzeug auch aus, weil man muss ja auch gewisses Interieur nochmal mitrechnen, jetzt auch durch die Finest Edition oder Zuladung, Kleidung und so weiter und so fort. Wichtig ist ja, das Thema Gesamtzuggewicht wird immer wichtiger. Das war früher, glaube ich, gar nicht so das Mega-Thema. Das heißt, Gesamtzuggewicht war, ich sag mal, bis vor kurzem stand es noch nicht mal im Fahrzeugschein mit drin, ja. Und mittlerweile gucken die ganz genau drauf. Das heißt, nicht nur die Anhängelast ist wichtig, ja, sondern das Gesamtzuggewicht. Korrekt, genau. Das sollte man immer beachten. Dein Wagen muss ja ordnungsgemäß gepackt werden, dass die Stützlast stimmt, dass du nicht überladen hast und. Also gibt es einiges zu beachten. So, ich zeige es mal gerade. Automatisch nachstellbare Bremse. Das habt ihr sowieso schon länger jetzt bei Tauert? Ja. Super. Die Felgen sind dabei, das stehen im Auto gut. Ja, Messeangebot, ihr habt eine Klimaanlage von Truma. Ich weiß, die kostet, wenn man sie extra nachkauft, ca. 2345. Jawohl, genau. Und die große. Einmal die Truma, ja, oder halt die von Dometic jetzt zum Messepreis für 868 € statt 2220. Das ist unser Messe-Mitgipsel. Ja, die Klimaanlage, die wiegt ein bisschen was, aber ich denke, wenn man in südliche Länder fährt, da ist es vielleicht ganz sinnvoll. Ja, wir ziehen mal die Maske aus, wir gehen mal rein. Dann hier ist... Hallo Sven, ich habe hier schon ein super Bett gefunden. Sag mal bitte. Das ist auch nicht das einzige Bett hier in diesem Wohnwagen, das werden wir gleich noch sehen. Denn hier kann man wirklich super Urlaub machen, wenn man auch Kinder hat. Ja, das Schöne ist, es ist so von der Optik her, sieht es schon fast aus wie ein Wohnmobil so ein bisschen. Das ist jetzt so nicht der typische Schnitt, den ich im Wohnwagen habe mit der Rundsitzecke, oder? Ja, das ist mal eine andere Möglichkeit, weil hier befindet sich im Endeffekt eine Rundsitzgruppe in der Mitte. Mhm. Ich glaube, das ist das, was der Markt unglaublich fordert, weil wenn die Rundsitzgruppe in der Mitte ist, dann kann ich mich hier vereinzeln. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich hier zumachen kann? Also hier, dass ich, wenn ich schlafe? Ja, da gibt es eine Falttür sozusagen. Hier Ja. kannst du den Raum zum Schlafen abtrennen zum Wohnraum, und das gleiche gibt es auch bei den Kindern. Also man hat wirklich fast verschiedene Wohnräume. Da unten, da ist auch so ein Magnetverschluss mit dabei. Die Länge von dem Fahrzeug jetzt hier? Oh je, oh je, oh je. Pass mal Guck mal auf. da, Hier müssen wir mal 6,20 steht drauf. Mit der Deichsel, genau. Wir müssen ja immer gucken, die Nutzlastenlänge ist 6,30 Meter und die Gesamtlänge ist dann bis zur Deichsel vorne hin zum Anhängen 8,31 Meter. Und das Fahrzeug an sich hat halt die 2,50 Meter Breite. Ja, da muss man auch halt immer ein bisschen aufpassen, weil dann geht auch im Innenraum, du merkst ja das Raumvolumen hier drin. Ja, 2,50 Meter ist wieder was anderes wie 2,30. Wahnsinn. Also ich zeige mal gerade ganz kurz, wenn du mal gerade nach vorne bitte gehst. Ja, gerne. Dann zeige ich mal gerade hier die Sitzgruppe. Patricia, nimm mal Platz. Jetzt, wo du nämlich nicht da bist, einmal hier vorne ist die Sitzgruppe, wie man sieht. Oben drüber sind die Schränke. Sieht schön aus. Zweifarbig. Gibt es auch noch in Blau für diese Finest Edition? In Blau gibt es hier noch, sagt sie. Und dann ist hier vorne, ich mache mal gerade einen ganz kleinen Schwenk hier rüber. Da sieht man sehr schön, hier ist dann das Bett mit einem großen Kleiderschrank dabei, mit Spiegel, dass ich zumachen kann. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Da unten ist ein kleiner Nachtschrank dabei. Und ja, hier habe ich dann ein 1,80 Meter Bett, korrekt? Etwas länger sogar, einen Ticken. 1 Meter, und deswegen, es ändert sich zum Teil immer. Wir müssen jetzt einfach mal schauen. Hier haben wir bis zu 7 Schlafplätze. Das Bett im Bug, wo du dich jetzt befindest, ist 1,99 mal 1,39. 1,39, also 1,40 Meter ungefähr mal 1,99 Meter. Das ist ja schon ordentlich. Was auch toll ist, ist hier der Beschlag. Das sieht schon fast aus wie im Hotel, oder? Das sieht aus wie im Hotel, so soll es ja auch sein. Das ist ein Heimkommen. Du kommst ja nicht ins Hotel, du kommst ja heim. Ist das hier noch ein Wohnwagen von Tauert? Ich habe so die alten Tauert in Erinnerung. Also hier der Raumschnitt, der ist schon genial. Also wenn du wirklich viele Schlafplätze haben möchtest, dich ein bisschen vereinzeln möchtest, das ist schon ziemlich cool gemacht. Hier ist der Fernseher drin, die Vorrüstung. Du kommst bis zu 7
Leute hier unter, ne? Das wollte ich gerade fragen. Mit wie vielen Personen kann man denn jetzt hier sitzen? Ja, du kannst einfach hier ja schon mal sitzen. Du kannst diese Mittelsitzgruppe in dem Moment umbauen, nachdem der Tisch nach unten kommt und die Polster sich ausrichten. Und du hast die Möglichkeit, hier hinten noch einige Leute unterzubringen, bis zu 3. Ich sag mal so, bequem ist das wahrscheinlich mit 4 Personen oder ich sage jetzt mal mit maximal 3 Kindern, 2 Erwachsenen, 2 Kinder, 2 Erwachsene. Ich glaube, das wäre optimal, oder? Ja, das muss ja jeder sehen, wie er das gerne möchte. Also gestapelt geht immer. So, Patricia, du bist jetzt mal das Kind. Wie lang bist du heute? 1,67 Meter. Ich wollte auch gerade fragen, passe ich jetzt da noch rein oder ist das... Wir versuchen es mal. Möchtest, weil man liegt ja nicht strack, Die Kinder, sondern man liegt ja immer angewinkelt. Die Kinder bitte nach oben. Jetzt will er es aber wissen. Mach mal, Soll ich jetzt Patricia. nach oben? Ja, mach mal bitte. Ich will mal sehen. Hält mich noch, ja? Die Patricia wiegt 51 Kilogramm. Also wenn sie das... 80 Kilo. Aber ja, dass du nicht da drauf rumspringst wie mein Kind oder. Ja, und wie gesagt, angewinkelt liegt man ja auch. Man liegt ja nicht strack. Ja, also hier oben muss ich ein bisschen aufpassen wegen Kopf anstoßen, aber ansonsten würde ich hier reinpassen, ja. Und ich könnte sogar hier zuziehen. Ja, das ist Alcantara, das ist wie in der Business Class hier. Du kannst einfach zumachen und da kommt dann die Stewardess, das ist dann die Mama und fragt das Kind dann noch, hast du deine Trinkflasche? Ja, genau. Ich habe ja selber Kinder, also das hätte ich mir wirklich gewünscht, liebe Sabrina. Das ist ein ganz tolles Konzept. Geh mal unten rein, bitte. Da habe ich sogar noch für die Kleinen, also dass die gar nicht rausfallen können. Unten sind ja wahrscheinlich die etwas größeren, aber ich denke mir auch, die Kleinen, die wollen unbedingt nach unten. Unten und oben, ganz unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich. Aber das Schöne ist, die Kinder gehen sich aus dem Weg, die liegen nicht nebeneinander. Jeder hat sein eigenes Fenster. Ruhe vor allen Dingen. Und das braucht man auch im Urlaub. Ja. Oh, ich bin richtig neidisch. Also, nee, der ist super, der Grundriss. Also ich finde den total klasse. Schöner Familiengrund, Ja. das ist richtig. Toll. Ja, leider ist kein Bad drin. Oh, kein Bad von wegen. Hier, Spaß. guck mal hier. Das ist doch einwandfrei. Ich habe eine große Dusche. So ein kleines Detail hier oben ist der Handtuchhalter mit drin. Da kann ich aber auch zum Beispiel Jacken hinhängen, die nass sind, oder? Es gibt halt auch eine Duschvorrichtung. Dann hast du noch einen Vorhang und eine Brause. Okay. Die Telford Bank hast du. Das ist eine schöne Sache. Die Duschvorrichtung, die ist jetzt hier eingebaut. Als Option. Nein. Als Option, die kann man haben. Wenn man duschen möchte. Also die Wanne ist schon drin, die ist immer drin. Genau. Okay. Zur Not könnte man ja auch improvisieren. Aber ich denke so, die Dusche sollte man schon mitbestellen, oder? Momentan schreibt ja jeder, das Corona-Jahr ist es hilfreich, an diesem Teil nicht zu sparen. Ja. So, jetzt mach mal zu. Du kannst hier mal reinfilmen. Ja, warte mal, ich filme rein. Ich finde ja diese Vorhänge total süß, also gerade für Kinder. Und was ich auch super finde, da musst du jetzt wahrscheinlich hier so ein bisschen um die Ecke kommen. Ja, warte. Kinder mögen es ja, ich kenne das ja noch von meiner Kindheitszeit, Ja. wenn die so, ich sage jetzt mal, wie so eine Höhle haben, ja. Und Ja. hier habe ich sogar einen Platz, wo ich Bücher. meine Bücher oder meine Spielsachen sogar reinstellen Die kann. Wii oder die Switch oder Genau. die Playstation. Ja, und vor allen Dingen, man hat ja doch auch für Familien ganz viel, was man mitschleppt. Siehe da, kann ja. sich Ich bin total neidisch. Also das ist ein toller Wohnwagen, weil ich hatte ja den Doppelachser Puccini eigentlich für 2 Personen im französischen Bett. Und da kam der Sohn. Auf einmal hatten wir gar keinen Platz mehr. Und es ist ja manchmal ganz schön, wenn 3 Personen auch einzeln schlafen können. Es kann ja mal sein, der eine hat mal Schnupfen oder dem geht es nicht so gut. Boah, ist das ein riesen Kleiderschrank. Aber ich glaube, den brauchst du auch, wenn du Family hast. Mach mal unten auf, bitte, Patricia. einmal nach vorne ziehen, jawohl. Sie ist noch Camping-Novize. Also ja, da könntest du was reinmachen? Ja, Schuhe, auch Spielsachen, Barbie zum Beispiel oder Puppen, ja. Oder für die Jungs einfach Spielzeugautos. Genau. So, jetzt gibt es noch mehr Schränke. Ich zeige das mal gerade. Hier vorne habe ich natürlich meinen Platz, den ich hier habe für Zahnbürste und Co. Da habe ich nochmal einen Schrank unten drunter. Das Waschbecken ist ordentlich groß. Sind die Ausgleichspolster? Ja. Ja. Siehe da. Das ist ordentlich groß. Und hier nochmal die Sitzbank. Da können alle auf einmal dran sitzen. Und ich muss nichts umbauen, gell? Ah, zeig mal. Kinder AD. So ist es. Die Klimaanlage ist drin. Dometic, die ich uns sehr empfehle, wenn man gerade in südliche Länder fährt. Das Problem ist oft nicht die Hitze, es feucht oft und dann kann man entfeuchten. Es gibt eine extra Entfeuchtungsfunktion, gell? Es gibt verschiedene Funktionen dieser Dometic und der Truma-Klimaanlage, sollen wir auch ja immer erwähnen. Und bitte aber immer Obacht geben, dass man auch die mit 230 Volt betreibt.
Sehr schön. Also am besten eine Außensteckdose. So, jetzt komme ich mal kurz hier rum. Du machst mal den Schrank bitte auf. Gerne doch. Siehe da. Den könnte ich auch zum Hängen machen, wenn ich will. Könnten wir rein theoretisch zum Hängen auch umrüsten, jawohl. So, dann können wir nämlich teils. Oben können wir noch Jacken reinmachen, unten. Das würdet ihr aber bei AMC Schmidt in Ida Oberstein umbauen, richtig? Das ist dann unsere Leistung, jawohl. Okay, ist ja kein mega Aufwand. Hier oben hat man noch ein Fach. Bitte mal aufmachen. Da könnte man ja noch eine Mikrowelle einbauen, wenn man das möchte. Ist nicht hoch genug. Nicht hoch genug? Nee. So, und jetzt kommt das ganz Besondere. Der Kühlschrank ist fast so hoch wie die Sabrina. Ja, aber das ist dieser Kühlschrank, ich weiß auf das, was du raus willst. Das ist ein ganz normaler Kühlschrank, den man einseitig öffnet. Wir haben nämlich diese Kühlschränke, die so aussehen, die kann man von beiden Seiten her öffnen. Ja? Der hier geht nur von einer. Der geht nur von einer Seite. Nee, auf was ich Wert lege, ist nämlich Folgendes. Du musst dich nicht mehr bücken. Das war das Wichtige, was ich dir sagen wollte. Bei ganz vielen Kühlschränken, die sind unten verbaut und dann willst du irgendwas rausholen, dann musst du dich tief runterbücken und hier kannst du einfach, stell dich mal kurz davor, man kann ja oben das Eisfach, kann man deaktivieren und den Kühlschrank erweitern, geht das? Wie Oder ist meinst es ein du reines deaktivieren? Eisfach? Das ist ein Eisfach. Ein Eisfach, okay. Ja. Nee, ich habe so einen Kühlschrank, da kommt man es rausnehmen und dann kommt man daraus einen weiteren Kühl. Nee, das ist Eis. Pizza und Co. Genau. Und hier unten habe ich den, der funktioniert mit mehreren Betriebsarten? Der funktioniert jetzt, das siehst du hier oben in dem Moment über Gas und über 230 Volt. Für die 12 Volt sind die eigentlich so nicht mehr ausgelegt. Das ist so, das geht automatisch. Also während der Fahrt kann es sein, unter 12 Volt während der Fahrt, dass er dann nicht mehr so gut kühlt, oder? Gar nicht eher, weil dann spielt unsere Mono- und Duo-Control die Rolle mit. Ja, Gasbetrieb während der Fahrt und die Leistung ist gebracht. Aber wenn ich den gut vorkühle und je nachdem, wohin ich fahre, habe ich ja zu Hause auch nicht, dass wenn der Strom ausfällt, dass ich gleich alles wegwerfen kann. Das ist so, ja. Hier oben habe ich viele Oberschränke. Ja, das nächste, was ganz wichtig ist, die Küche. Soft Close. Soft Close. Soft Close. Ah. So, das Soft Close klappt übrigens besser. Es klappt trotzdem. Ohne Beladung. Das ist toll, ne? Normalerweise klappt das, ohne Beladung klappt das nicht, aber es klappt trotzdem. Und da unten habe ich einen Apothekerschrank. Ah, du siehst, du findest für alles einen Platz. Mach mal gerade ganz unten auf. Mal sehen, ja, ob das ein Fach ist. Genau. Das heißt, da können wir ganz schwere Sachen. Könntest du rein theoretisch ganz schwere Sachen, was du so mitschleppst, auch Vorräte und so weiter und so fort, Milchpäckchen und. Ist die Bank zu öffnen hier? Kann man die aufmachen? Die Bank kannst du. So, ich sag jetzt Gehen mal. wir zu dir oder gehen wir Ja, zu mir? ist wie du möchtest. So, hast du die Möglichkeit, da auch Sachen noch zu verstauen. Okay, das ist zum Beispiel für Dinge, die vielleicht nicht so schwer sind, denn das Thema Überladung ist immer ein großes Thema. Wie ist hier die Zuladung ungefähr? Kannst du mal schauen? Richtig laden ist wichtig, richtig laden. Und zwar hast du hier, wenn du werksseitig ihn auf 2 Tonnen auflastest, hast du 330 Kilo und du kannst ihn mit einer 2,5 Tonnen Achse bekommen, dann hast du bis zu 830 Kilo, je nachdem an Zuladung. Man sollte, wenn man die Möglichkeit hat, 2,5 Tonnen zu ziehen, zum Beispiel ein VW-Bus, meiner kann das, ja. Man sollte halt im Fahrzeugschein reinkommen. Man sollte vielleicht auch das Zugfahrzeug dann wählen. Also es ist schon sehr praktisch, wenn man 2,5 Tonnen direkt wählt. Dann brauchst du nicht mehr zu achten auf die Zuladung. Und 800 Kilo, das passiert, das kann man schon mal mitnehmen. Also das ist schon eine reife Leistung. Wenn ich Wassertank gefüllt habe, wenn ich 2 Gasflaschen mit dabei habe, habe mein Essen, habe meine Kleidung, möchte noch vielleicht Fahrräder, irgendwas mitnehmen. Ja. Das sollte man tun, ja. Das sollte man tun. Sich vorher bewusst drüber sein. Viele Leute kommen und haben nicht in ihren Schein geschaut. Das wäre für uns auch ganz hilfreich. Ja, ganz gut. Aber ihr beratet da ja auch in Ida Oberstein, das ist jetzt nicht das Problem. Ja, ihr seid einer der größten Tabakhändler. Wie kam das? Das heißt, also Doppelachse haben es euch immer angetan. Ihr bedient die Leute europaweit, richtig? Korrekt, jawohl. So, die Truma, war früher so den Wohnmobilen vorbehalten, mittlerweile in fast allen Wohnwagen. Ja, kommt immer mehr gefordert. Jeder möchte in seinem Urlaub alles irgendwo über das nette Handy steuern können und so weiter und so fort. Also auch da geht es immer weiter. Das ist so. Das heißt, die macht warmes Wasser und
und warm, richtig? Die macht über einen Elektroboiler das Wasser warm. Wenn man einen Gas-Elektroboiler möchte, gibt es das also auch. Dann kann ich beides tun. Okay, das heißt, ich kriege den Strom vom Campingplatz und kann damit auch warm machen? Stimmt das? Mit dem Strom vom Campingplatz kannst du nur dein Wasser warm machen. Okay, also nicht warm machen im Raum drin. Nein, das ist eine extra Funktion. Dementsprechend, das ist eine Trumeheizung, die Kombi 6 und die gibt es aufgerüstet als Kombi 6E. Dann könnte ich Gas und elektronisch heizen. Ja, stark ist der Wasserfilter. Ein System, das gibt es wie lange schon, BWT? BWT seit vorletztes Jahr. Mach mal auf, bitte. Denn hier ist eine Besonderheit. Das Reinigen ist besonders einfach, denn man hat hier so ein Gusselement mit drin. Das kann ich mit einem Mal rausnehmen. Das ist zweigeteilt hier in dem Fall. Genau. Siehst du? Und ich kann 2 große Töpfe locker unterbringen, oder? Dicke, ja. Gut. Auch eine Pfanne mal noch mit, was man auch ab und zu hat. Und hier ist die Öffnung auch am richtigen Platz. Das kann ich aufmachen. Man sollte nur immer Obacht geben, dass das Ding kalt ist, bevor man hier schließt. Aber das ist für die ganzen dann auch nochmal erläutert überall. Ja, wenn nicht, dann werden die Aufkleber mal ein bisschen warm. Das ist mir schon passiert. Merkt man einmal. Ist mir einer weggebrutzelt, ja. Aber es geht nicht direkt kaputt, sagen wir es mal so. Mach mal hier auf, bitte. Gerne doch. Denn da ist ein... Du willst jetzt das Tabat-Komfort-Schlafsystem sehen? Mein Gott, du bist ja voll im Werbesprech. Das Tabat-Komfort-Schlafsystem mit Tellern. Schau mal da, ne? Nobel, Hotel. Und da liegt man gut? Ja, sicher. Jetzt sag, wie auf Wolken. Ach, wie auf Wolken, im Himmel 7. Ist aber so, die Leute wollen ja im Urlaub mindestens genauso gut schlafen wie zu Hause, gell? Man sollte ja auch, wenn man morgens aufsteht und hat schlecht geschlafen, ist jeder nicht für den Tag zu gebrauchen. Mir geht es zumindest so. Sag mal, wenn ich jetzt so einen Geltopper haben möchte, das hier ist ja jetzt fast rechteckig, das geht ja relativ easy, aber ihr würdet die auch zuschneiden, oder? Du hast da was drauf sogar schon. Ist da Gel drauf? Ja. So, komm mal her bitte. Patricia, da ist ein Geltopper ist oben drauf, wenn du den mal kurz antestest. Ja, ich habe ja vorhin schon mich draufgesetzt und das hat sich super weich angefühlt, aber auch nicht zu weich, also richtig, richtig gemütlich. Eine Schaumstoffmatratze mit so einem Topper oben drauf, korrekt eingearbeitet, ja. Die gibt es auch am Werk direkt, das heißt eine richtige Größe mit allen drum und dran. Das ist das Komfort-Schlafsystem von Tabat. Ach, das war das Komfortschlaf. Also das heißt die Teller dabei, die Matratze Das ist dabei. hier jetzt in der Finest Edition schon drinnen. Mensch, haben die Kinder das auch hinten? Die Kinder haben das nicht, nein. Ach, da kann man einen Topper zukaufen. Komm, wir gehen mal raus. Sabrina, ich bin ganz stolz auf dich. Erstes Video, was wir jemals gedreht haben. Komm mal her. Du hattest einen Heidenbammel, hast gesagt, ich habe keinen Bock vor die Kamera zu gehen. War es denn schwer? Nein, und ich hoffe, es gefällt euch. Du verkaufst Wohnwagen wirklich schon ewig, oder? Oh, noch nicht allzu lange, aber ich bin seit klein auf das Camping gewöhnt und habe es immer mitgemacht. Und irgendwann bin ich da so reingeschlittert. So, ja. Das ist ein ganz toller Grundriss eigentlich. Ich sage jetzt mal für Familien mit 2 oder 3 Kindern, das ist gar kein Problem. Und ja, er ist wirklich umlagert. Und das hätte ich mir damals gewünscht, eine richtige Beratung. Da hätte ich mir vielleicht den Puccini, den ich damals hatte, nicht gekauft. Weil, aber du bist doch mit deinem Puccini zufrieden, oder? ja, aber es ist so mit einem Kind dann und umbauen dauernd. Ja, und wenn du hinten stimmt. Feste Betten hast. Wenn du feste Betten hast. Und das ist so vom Querschnitt her, also das ist eher so für 2 Personen ist der Puccini, den ich habe, vorgesehen. Ja. Und das sollte man sich vorher Gedanken machen, das ist ganz wichtig. Ja, aber und deswegen Messe. so, man kann sich alles angucken. Ja, machen wir noch ein bisschen Werbung für dich. AMC Schmidt, man findet euch in Ida Oberstein. Der weiteste Weg lohnt sich. Ihr habt wirklich Kunden aus ganz Deutschland, die extra zu euch kommen nach Ida Oberstein. Und ihr habt wahnsinnig große Stückzahlen. Ihr seid, ich glaube, der größte Tabathändler in Deutschland. Das ist Europa. In Europa. So. In Ida Oberstein, wer glaubt's? Ja. Im Hunsrück. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Da ist er, der Rossini Finest Edition in der Ausführung. Ich zeige es gerade nochmal. Da steht's 620 DM. Gesamtlänge ist 8,31 Meter, Nutzlänge sind 6,30 Meter und die 2,50 Meter Außenbreite übrigens gar nicht so schlimm. Abonniert den Kanal, um täglich mit den neuesten Wohnmobil- und Technikvideos versorgt zu werden.